Ja, hallo Rudi. Ich freue mich sehr, dass du eingewilligt hast, dieses Gespräch mit mir zu führen, mit mir aus Anlass von 30 Jahren DRA, das unmittelbar bevorsteht und wo du als der Initiator und Gründer einen ganz, ganz wesentlichen Anteil dran hast, auch als erster Geschäftsführer. Vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist, was du heute machst, was du zwischendurch gemacht hast. In einer Minute dich kurz vorzustellen für die, die das gucken. Ja, sehr schön. Rudi Piefko, damals zu Wendezeiten war ich gerade 30 Jahre alt geworden, bin jetzt über 60, logischerweise, wenn der DRA jetzt das 30-Jährige feiert, und hatte Slawistik und osteuropäische Geschichte studiert. Und nach dem DRA, dann Ende der 90er Jahre, habe ich Organisationsberatung gemacht bis jetzt, bin jetzt als Berater ausgestiegen und kümmere mich jetzt um den Klimawandel, also wieder ein neues Thema, was ich mir vorgenommen habe im Politischen. Habe 2 Kinder, die just in dieser Zeit, ähnlich wie der DRA geboren wurde, wurden meine beiden Töchter geboren, auch 88 und 90. Was hat dich damals bewogen, den DRA, den deutsch-russischen Austausch zu initiieren? Und kannst du sagen, was der Gründung vorausging? Ja, also ich kann ja mal so die offizielle Version und nachher gebe ich noch eine persönliche dazu. Also die offizielle Situation war ja, oder sagen wir mal die zeitgenössische war so, dass die Welt sich plötzlich so wandelte und wir mit unserem Instrumentarium als Historiker und als Slawisten plötzlich Türen offen fanden, die vorher einfach mit Sicherheitsschlössern so zugemacht waren, dass man kaum durchkommen konnte. Und dann wollten wir auch durch diese Türen durchgehen. Also das war so diese Window of Opportunity, würde jetzt so der Neudeutsche sagen. Also da gab es einfach Möglichkeiten, plötzlich etwas zu tun, was man nicht verstreichen lassen sollte. Und was dem vorausging, war ein simpler Sprachkurs von einem Monat in Leningrad damals, wo wir ständig vorm Fernseher hockten und Gorbatschow geguckt haben und welche Enthüllung jetzt wieder stattfand, Memorial kennenlernten und die Möglichkeiten, da einen Austausch hinzubekommen, dann intensiv in dem Kreis derer, die da beteiligt waren, an dem Sprachkurs dann diskutiert haben. Das war so Ende der 80er Jahre, noch deutlich vor dem Mauerfall, aber schon mit dieser Stimmung in der Luft, da passiert etwas und wir können Teil einer Zeitgeschichte sein. Und du warst ja damals auch schon in der sozusagen späten Sowjetunion, der Perestroika-Zeit, der Glasnost-Zeit. Wie hast du das erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Wen hast du da getroffen? Ja, es waren mutige Leute, die man da getroffen hat und die einem die Achtung abrangen, weil sie in dem Dissidententum die Fröhlichkeit nicht verlassen haben. Also es war so ein Konglomerat aus Kennenlernen der Kultur, dieses Teetrinkens, dieses sich Hinsetzens, sich Verabredens und ein bisschen Eintauchen in etwas, was uns fremd war. Und wir kamen ja aus so einer Kollektivkultur und lila Tücher und Hausbesetzungen und was auch immer so irgendwie bei uns, viele Debatten, Basisdemokratie und das war dort anders. Also man musste empfohlen werden von jemand, damit man Zugang fand und das Vertrauen von anderen fand. Das war sehr, sehr persönlich und das hat uns gefallen. Also das war etwas, wo wir drum rangen, im Westen so eine Nähe persönlich zu bekommen. Und dort wurde man eingeladen in eine solche Atmosphäre. Und da haben wir dann Leute getroffen, die dort sich anfingen, Gedanken zu machen, wie kann es weitergehen, wenn es diese Monopolisierung des Öffentlichen nicht mehr gibt. Wenn wir dann etwas tun können. Und das waren eben so auch Politiker zum Teil, die dann auch nachher in die Politik gegangen sind. Und mit denen konnten wir dann auch so Austauschreisen schon mal organisieren mit der Evangelischen Akademie. Und die Themen dieser Austauschreisen gingen worüber?
Wovon handelt dieser Austausch? Also es war beispielsweise damals, was heute ganz in Vergessenheit geraten ist. Es gab eine Ähnlichkeit zwischen Berlin und Leningrad. Beides waren Blockadestädte. Und Leningrad hungerte zu dieser Zeit damals. Oder es begann dann quasi, also das war dann nach 89, der Zusammenbruch der Sowjetunion, der hat ja da schlimme Folgen gehabt auch. Und da gab es eine Solidarität in Berlin. Und das waren so auch Themen, die wir da aufgreifen konnten. Du hast in der DDR wirklich wenige Wochen nach dem Zusammenbruch, nach dem endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion initiiert. Im Dezember 91 wurde die Sowjetunion aufgelöst und dann im Februar 92, quasi 8 Wochen danach, hast du diese Initiative angestoßen. Hat das einen Zusammenhang und gab es einen bestimmten Moment, wo dir klar war, jetzt musst du das machen? Das ist lustig, weil den Zusammenhang, den habe ich so gar nicht gesehen. Weil eigentlich, es gab eine hübsche Anekdote. Als wir den Sprachkurs hatten in Leningrad, waren wir so alle zusammen im Hotel. Und dann, nachdem wir eine solche Sendung dann wieder gesehen hatten, sagte Martin so spontan, die nächsten 5 Jahre wird die Sowjetunion nicht mehr überleben. Die wird es nicht mehr geben. Und ich guckte ihn mit aufgerissenen Augen an und sagte, du spinnst. Also es war für mich unvorstellbar, dass die große Sowjetunion dann nicht mehr existieren sollte. Und er sagte, also ich weiß noch, es war nicht ein Kasten Bier, es war ein Kasten irgendwas anderes. Also es war irgendwie höherwertiger. Wir haben das nie irgendwie dann umgesetzt, aber er sagte, da wette ich drauf. Und das war dann tatsächlich so, er hat die Wette gewonnen. Aber das wusste ich nicht. Aber schon zu diesem Zeitpunkt hatten wir so etwas im Kopf, dass wir irgendeinen Austauschverein organisieren müssen, aber nicht auf der großen politischen Ebene, sondern auf der rein menschlichen, weil wir gesehen haben, mein Gott, diese Türen öffnen sich und da wollen so viele Leute durch und die wissen gar nicht, was sie auf der anderen Seite finden. Denen muss man da irgendwie auch Handlungsoptionen irgendwie auch rein pragmatischer Natur geben. Also wir waren so beseelt von dem Gedanken, so Pfadfinder zu sein und da etwas zu befähigen und die Leute würden dann schon was draus machen, weil die Leute an sich sind gut. Also sie wollen sich vereinigen und austauschen und wollen keinen Kampf haben oder irgendwie. Wer waren diese ersten 7 Menschen, die sich da zusammengefunden haben bei dir und haben dann den Verein gegründet und die Satzung unterschrieben? Was waren das für Menschen? Wieso kamen die zusammen? Ich weiß, dass ich da richtig auch gesucht habe und Leute versucht habe zu motivieren und lange Gespräche geführt habe, um mir dann anzuhören, ja, aber das ist mir zu wenig konkret oder nee, ich habe da was anderes, ich mache da mit Memorial und so. Und dann hatte ich so ein paar, die von Anfang an dabei waren, wie jetzt Martin oder auch Renate Blankenhorn, die diesen Gedanken mit einer persönlichen Freundschaft, das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir, was auch in so eine Partnerschaft dann überging. Das war so ein Ausgangspunkt dieses Gedankens, so bilateralen Austausch. Die waren dann dabei und dann aber noch ein paar andere, die nachher auch irgendwie wieder ausgeschieden sind. Also gar nicht jetzt so ein tragender Kreis, sondern das hat sich dann Stück für Stück über das Tun dann zusammengetan. Man muss sich das so vorstellen, es war nicht so eine grandiose Sitzung, sondern ich weiß noch, wir haben also meine damalige Partnerin, die hatte dann da so irgendwie ein Essen gemacht und dann sind wir da so zusammengesessen, den Gedanken und keiner hat so richtig gewusst, was ich da will oder was, aber man hat, ja, Aufbruchstimmung, wir machen das. Und es war nicht so eine Atmosphäre von wir bewegen jetzt die Welt, sondern wir probieren einfach etwas. Und ich verstehe es richtig, dass das bei dir zu Hause war und ihr da in der Küche gesessen habt, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir hatten so eine 2,5 Zimmer-Wohnung und dann auch zu viert quasi. Es war alles ein bisschen, ja, war nett. Wir saßen im Wohnzimmer, was gleichzeitig Schlafzimmer und alles Zimmer war so. Und da haben wir das dann gemacht. Später haben wir auch in der Küche gesessen und da die Vereinssitzungen und in dem halben Zimmer war dann das erste Büro.
Also das war dann auch spannend, weil wir da zu dritt auf, ich weiß nicht, das waren so 6,5 Quadratmeter oder so, die wir da hatten, mit noch einem Hochbett drin, wo auch manchmal dann russische Gäste oben lagen und so. Also das war schon auch spannend, weil wir einfach etwas versucht haben mit den Mitteln, die wir hatten. Wir hatten ja keine Mietgelder, damit wir irgendwas mieten konnten in dem ersten Jahr, sondern haben einfach angefangen. Und so ein Faxgerät und weiß noch, Karin Wolf saß dann, das ist die Anekdote, dann unterm Schreibtisch, um das Faxgerät zu bedienen, und Martina Müller saß dann nebendran und hat irgendwas getippt an dem zweiten Computer, und ja, dann saßen wir da zu dritt irgendwie in diesem Zimmerchen und haben da versucht zu werkeln. Aus dem Protokoll dieser ersten Gründungsversammlung geht hervor, dass ihr euch auch durchaus ausführlich unterhalten habt, was jetzt eigentlich sinnvoll ist. Und dass es nicht nur um Hilfslieferungen geht. Kannst du dich daran erinnern, und was waren eure Themen? Also der Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe und dass wir uns von dieser Art von Hilfslieferung, die auch immer so ein bisschen dann ein Gefälle auch, also der die Hilfe gibt, der ist irgendwie besser dran oder auch irgendwie ergibt sich da ein Gefälle. Und dem wollten wir abhelfen. Also wir wollten unbedingt, dass es auf Augenhöhe ist. Also das war so ein implizit politisches drin, also Partnerschaft statt Patenschaft. Das war so ein Gedanke, der uns da sehr getrieben hat, und auch so aus dem Gedanken, nicht einfach jetzt da in Russland irgendwas überstülpen oder rübergeben, sondern in diesem Wunsch, der uns auch zur Slawistik gebracht hat. Also ein Land verstehen, eine Region verstehen und eben dann auch nicht nur die Sowjetunion, sondern Russland. Und das war so ein Punkt. Ging natürlich auch sehr stark um den Namen. Also wie soll man das Ganze nennen? Und da wollten wir einen möglichst breiten Behälter haben, der alles von Kultur bis Politik bis Wissenschaft bis öffentliche Meinung, das sollte alles da drin Platz haben. Du hast gerade gesagt, es sollte dann auch Russland sein, und der Name ist ja auch dann deutsch-russischer Austausch geworden. Habt ihr damals auch erwogen, euch mit den anderen, dann schon ehemaligen Sowjetrepubliken zu befassen? Das, was dann auch später so wichtig geworden ist, mit der Ukraine, mit Belarus, vielleicht mit dem Baltikum? Ich glaube, dass uns die Dimension dieser Frage in dem Moment noch nicht wirklich klar war. Also dass die ähnlich wie beispielsweise damals, vor 30 Jahren, noch nicht die Diversität im Gender-Thema so drin war. Also da ging es schon um Feminismus, aber da war die neue Dimension, die wir jetzt heute haben, ne? Dass man dann nicht nur zwei Geschlechter hat. Und so haben wir damals gesehen, Deutschland und Russland. Und nicht so, dass da noch andere sind. Ja? Da sind noch andere Geschlechter im Stamme der Rus. Ja? Oder dann auch andere Völker, die dann da sich mit da drin befinden. Wir haben das jetzt nicht im Sinne eines Hegemonialen gesehen, also die Deutschen für den westlichen Raum oder so. Wir haben aber schon diskutiert West-Ost, also nennen wir es so beispielsweise. Und das war uns dann aber zu allgemein. Also das wollten wir dann auch nicht. Das hat den Flair dessen, was wir da wirklich auch wollten, ganz konkret arbeiten, hat das dem weggenommen. Wir wollten fokussiert arbeiten, aber nicht ausgrenzend. Wieso ist es eigentlich Petersburg geworden? Das hat in den Folgejahren und im Prinzip die ganzen 30 Jahre hindurch immer eine große Rolle gespielt, dass unsere Partnerorganisationen lange Zeit, aber auch viele Projekte und Partner tatsächlich in Petersburg und nicht in Moskau waren. War das damals eine bewusste Entscheidung für die zweite Stadt, oder hatte das persönliche Gründe, und wie hat sich das eigentlich ergeben? Ich glaube, es war über diese persönliche Schiene, war es quasi schon angesetzt, dass wir in Leningrad dann die ersten Kontakte hatten, und wir fanden dann im Verlaufe immer weitere Begründungen dafür, dass es die richtige Wahl war.
Also das hat sich dann so ein selbstverstärkendes Momentum, weil die Menschen, mit denen wir dann dort Kontakt hatten, die mochten auch nicht unbedingt den Moloch Moskau. Und irgendwann fanden wir dann zu einer politischen Begründung, dass wir gesagt haben, in Moskau sind die Amerikaner und in Petersburg sind die Deutschen. Und da machen wir dann halt mehr draus. Und wir fanden das dann irgendwann sympathischer. Aber ich glaube, die Anfänge, das war eher darauf basierend, dass wir dort unseren Sprachkurs hatten, dass dort die Kontakte entstanden sind, dass wir da dann den Bezug hatten. Und dann baute sich das so auf. Hamburg war Partnerstadt von Petersburg. Und wir bekamen dann auch Fördergelder aus Hamburg und haben dann da weitergemacht. Also das hat sich dann so etabliert. Ihr habt ja noch im gleichen Jahr tatsächlich auch ein Büro, im Prinzip damals noch eine Filiale, keine eigenständige russische Organisation in Petersburg eröffnet. War das schwierig? War das leicht? Wusstest du, wie das aussehen soll? Wen hast du dafür gewonnen und warum diese? Naja, ich meine, das sind ja die vier Helden, die dann da rübergegangen sind als Sozialberaterinnen und Berater, unter anderem eben Stefanie und Frank, die dann dort sich in den Wirren des Ganzen, Also Stefanie Schiffer und Frank Fabel. genau, die sich in den Wirren also die spätere Geschäftsführerin Stefanie Schiffer und Frank Fabel, der auch zu einer tragenden Persönlichkeit geworden ist, der das dann dort auch aufgebaut hat. Die nächste Etappe war dann von einem Einzimmerbüro dann weiterzugehen und tatsächlich eine ganze Etage zu haben in der Petrischule. Das war dann tatsächlich etwas, da wurde es auch ein bisschen riskant. Also da sind wir in Immobilienmachenschaften reingeraten, die nicht ohne Risiko gewesen sind. Aber die Anfangszeit, ich weiß noch, dass wir allesamt wenig Erfahrung hatten und ohne die Hilfe unserer russischen Freunde, also unter anderem den eben jetzt in diesem Januar verstorbenen Wladimir Eduardowitsch Schnitke und die ganze Memorialstruktur, hätten wir das so gar nicht durchführen können. Die haben gewusst, welche Apostille, welche Beglaubigung, welchen Rundenstempel dort noch und da noch und so. Und was für ein Safe man braucht, um den Computer da drin dann verschließen zu können, damit der nicht bei einem Einbruch dann auch entwendet wird. Und all diese Geschichten, das war alles sehr, sehr pittoresk. Kannst du dich an andere wichtige Partner dieser frühen Zeit in Petersburg erinnern? Also es gibt etwas, was sich dann so eingegraben hat, unter anderem durch Dietmar Schumann, der einen Kennzeichen D-Beitrag über uns gemacht hat. Das war eine so unglaubliche Zäsur. Er hat dann 4 Organisationen porträtiert, unter anderem Memorial, aber auch diese Nachtasyl, die Notschlerschka und die Drogeninitiative und dann noch jemand, der mit Straßenkindern gearbeitet hat. Und das hat uns eine Viertelmillion Mark damals an Spendengeldern gebracht, diese Sendung, weil er die sehr mit einer großen Sympathie für unsere Organisation dann vorgetragen hat. Und das waren so die ersten Partnerorganisationen, die wir mit diesem Geld dann noch weiter unterstützt haben. Und wo wir dann jeder Organisation nicht nur Geld gegeben haben, sondern auch eine Beratung und eben diese Sozialberater, die dann versucht haben, zum Beispiel mit Hilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dort Strukturen, die wir hier haben, als Beispiel zu nehmen und denen Möglichkeiten zu zeigen, auch mit Austauschbesuchen nach Berlin oder nach Deutschland. Und das war ja der Beginn letztlich der russischen Zivilgesellschaft quasi dann schon in einer neuen Zeit. Mhm. War sie damals eigentlich schon tragfähig oder waren das wirklich Anfänge? Welche eigenen Traditionen hatte sie vielleicht? Also ich fand diese Vergangenheit des Dissidententums, das blieb für mich auch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Also das war etwas, und erst jetzt, wo wir uns quasi nach dem Tod von Wladimir Eduardowitsch darüber unterhalten haben, welche Geschichte er hat, zeigten sich bestimmte Elemente dieser Beziehungsstruktur, also der Zivilgesellschaft
vor 89 oder vor 91. Also da gab es ja schon Netzwerke und da bauten wir darauf auf. Sie haben sich uns aber nicht erschlossen aus guten Gründen, weil die Leute das eben nicht irgendwie im Internet zu stehen hatten, was es damals noch gar nicht gab, sondern das haben die quasi in Notizbüchlein fein akribisch immer versucht irgendwie und möglichst niemandem weiterzugeben, der nicht vertrauenswürdig war. Also insofern kann ich da von der Einschätzung her nur sagen, es gab eine Kultur, auf die wir aufgebaut haben, ohne die das gar nicht so gegangen wäre, wo Leute Leute kannten, die wiederum Leute kannten. Und so haben wir das dann umsetzen können. Und das war in einer Art wirksam und faszinierend, die eben das dortige System aufgriff, um Ideen zu transportieren, die wir als Impuls reinbrachten. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Bürogebäude irgendwo angemietet oder da eine Organisation hingestellt, völlig neu, zack, 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 sondern wir sind in diese Strukturen reingegangen, die es schon gab, die dort gewachsen sind. Und das war diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und das konnten wir tun, weil wir jung waren, weil wir unerfahren waren, weil wir unglaublich weich und flexibel und adaptiv an die Situation rangegangen sind. Wir waren keine erfahrenen Menschen, die irgendeine bestimmte Struktur hatten, sondern wir haben uns angepasst und das war günstig. Also dadurch wurden wir nicht zum Besserwissi. Und trotzdem habt ihr dann später sogenannte NGO-Ressourcenzentren entwickelt, in Petersburg, auch in Perm, in Novosibirsk und in Wolgograd. Das ist dann aber doch schon sozusagen der Ansatz, wir können euch etwas vermitteln und wir können euch auch etwas bereitstellen, oder ist das trotzdem sozusagen dieses weiche Hineingehen? Ja, wir haben versucht, Strukturbildung dann irgendwie anlaufen zu lassen. Also die Strukturbildung aber nicht mit Expats, also mit Leuten aus dem Ausland, sondern mit den dortigen. Also dass wir dort Kurse stattfinden lassen, die dann so etwas wie NGO-Management oder so dann versuchen weiterzugeben. Und der finale Schritt war, dass wir das auch in russische Hände übergeben haben. Das war allerdings auch ein bisschen aus der Not geboren, wo wir gemerkt haben, das Ding wird zu groß für uns. Also wir kriegen das nicht mehr gewuppt. Und in gewisser Weise haben wir die Entwicklung, die sich jetzt ergeben hat, dort auch schon antizipiert, indem wir eine Partnerorganisation dann gegründet haben, die nach russischem Recht einfach dort situiert war und auch den Mietvertrag übernommen hat beispielsweise. Weil wir gemerkt haben, wenn das eine ausländische Firma wie unsere, also wir wurden ja dort auch als Firma dann gesehen, wenn wir das dann quasi dort tun und plötzlich hatten wir irgendwie 40 Angestellte dort oder so, ja, also da gibt es dann einen Fahrer und irgendwie die Köchin, die den Fahrer bekocht und dann gibt es dann noch irgendwie einen Portier und dann gibt es dann irgendwie noch einen Nachtwächter und so. Also war unglaublich und das haben wir alles überhaupt nicht mehr überblickt und haben gesagt, das müsst ihr selber organisieren. Also das war so der Punkt, wo sich das auch wieder gut ergänzt hat, dass wir es nicht konnten, nicht wollten und dann halt eben auch dann nicht gemacht haben, sondern den Menschen vor Ort übergeben haben. Wer waren eigentlich für dich und für euch in dieser ersten Zeit wichtige Unterstützer? Im Westen oder im Osten? Na, wir haben jetzt über Russland kurz gesprochen. Ich meine jetzt auch tatsächlich in Berlin, in Deutschland. Ich weiß nicht. Okay. Naja, es gab so eine Reihe, wir haben einen Beirat zusammengestellt, der uns eine Reputation verschaffen sollte, weil wir waren ja komplett neu auf dem Markt und dann haben die Leute ja alles Mögliche durcheinander geworfen und Deutsch-Sowjetische Freundschaftsgesellschaft und was seid ihr eigentlich? Und also so, das war irgendwie unklar, was wir sind, wer wir sind. Und da brauchte es einen Leumund. Und den haben wir erstmal bekommen von den Vorsitzenden von Sühnezeichen, das war Franz von Hammerstein, der auch die Gründung bezuschusst hat. Also ohne seinen Zuschuss hätte es keinen Briefkopf gegeben und das Faxgerät und die ersten Computer in Leningrad damals noch. Also er hatte quasi so den Anfang gemacht, weil er uns auch und mich persönlich kannte und gesagt hat, ja, Rudi, gründen, das ist immer gut. Das haben wir damals auch gemacht und so. Er hatte Sühnezeichen auch mitgegründet. Also das war sozusagen der erste Punkt.
Dann kam Dietrich Goldschmidt, Leiter des Max-Planck-Instituts. Und dann kam Hans-Jochen Vogel, der sagte, naja, wenn die da von Sühnezeichen dabei sind, da war meine Tochter auch mit irgendwie in einem Friedensdienst und soll ich bei Ihnen Beirat werden? Oder ich dachte nur, er gibt vielleicht mal eine Unterschrift. Und dann ist er auch Unterstützer geworden. Das war auf der politischen Ebene. Und dann gab es aber pragmatisch Menschen, wie der Pressesprecher der Hamburger Bürgerschaft. Der hat gesagt, wir haben hier noch 100.000 Mark, die wir für Petersburg investieren können. Da können wir einen Journalistenaustausch machen. Also das waren so Menschen auf der pragmatischen Ebene, die gesagt haben, ja, besondere Zeiten, besondere Möglichkeiten, wir machen das jetzt. Oder Elke Braun mit den Tagesspiegelgeldern. Ja, das ist ja sozusagen der erste Startschuss gewesen, womit wir dann überhaupt das Büro in Petersburg eröffnen konnten. Das war die Spendenaktion des Tagesspiegels. Berlin hilft Leningrad. Also es waren sozusagen von einfachen Menschen, die gespendet haben, bis hin zu Politikern, die gesagt haben, da sind junge Leute, die haben eine Idee, die muss man stützen. Gab es so eine Bandbreite und alle einte, dass sie auch persönlich das Ganze glaubwürdig fanden. Man spürt, dass auch die Städte sich damals tatsächlich füreinander interessiert haben. Du hast von Hamburg gesprochen, von Leningrad und Petersburg gesprochen. Berlin spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle, offenbar in dem Moment. Wie war eigentlich damals der Umgang quasi mit den Kommunen, mit den Kommunalbehörden, mit den Stadtverwaltungen? War der offener, war der interessiert, war der neu, war der schwierig? Wie muss man sich das vorstellen? Ich vermute, dass Berlin damals einfach viel zu viel mit sich selber zu tun hatte, als dass da großartig etwas möglich gewesen wäre. Da war Hamburg ein bisschen besser gestellt. Die hatten funktionierende Strukturen und eben Möglichkeiten. Und auch auf russischer Seite? naja, es gab interessante Möglichkeiten über die Städtepartnerschaften. Damals gab es ja diesen Plan von Sobtschak, der Bürgermeister in Petersburg gewesen war, eine Freihandelszone Petersburg einzurichten. Und da hatten die Ambitionen und da gab es schon auch so Optionen, die da möglich gewesen wären. Und wir hatten gedacht, da könnte man einiges machen, aber es hat sich gezeigt, dass auch diese Kommunalstrukturen stark durchwirkt waren, damals schon von Apparatschikis, die das auch nicht unbedingt so toll fanden, was wir da als so in dieser Buntheit, die wir repräsentiert haben. Also da kamen wir nicht unbedingt rein. Da waren dann eher so Menschen wie das Deutsch-Russische Forum oder so, die dann auf der traditionellen Schiene und die damals schon mit Jackett kamen, die waren dann da eher gelitten. Du hast damals auch, glaube ich, den künftigen russischen Präsidenten getroffen. Ja, das war im Zuge dessen. Ich habe versucht, das Thema jetzt so ein bisschen zu umschiffen, weil es gab ein etwa 3/4-stündiges Streitgespräch zwischen ihm und mir im Wesentlichen. Und ich habe dann immer gehofft, er wird das mal vergessen. Und dann, also wir waren dann nicht so bedeutsam, aber immerhin hat er dann das hinbekommen, dass wir kein Geld mehr aus Hamburg bekommen haben. Also das hat er damals schon machtpolitisch quasi so umsetzen können. Und die Kraft, die da von ihm ausging, das zu verhindern, was er als einen Angriff auf seine Regierungsfähigkeit dort sah. Also er war der Verantwortliche für Hamburg und die Partnerschaft Hamburg-Petersburg. Und wir haben etwas Zivilgesellschaftliches gemacht und er hat nicht verstanden, dass wir ihn nicht um Erlaubnis gefragt haben. Und ich habe nicht verstanden, warum wir ihn um Erlaubnis fragen sollten und habe ihn gefragt, ob er denn vom Geheimdienst sei, dass er das wissen wolle, was wir da machen. Und damals nicht wissend, da gab es noch nicht diese ganzen Recherchen über seine Zeit in Dresden, aber nicht wissen, dass er das tatsächlich war. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich jetzt eher deprimiert bin, wenn ich mir die Situation anschaue,
weil ich so denke, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass dieser Mann, mit dem ich da gestritten habe, dass der dann einen so fatalen Sieg erringt. Ja, dass er so eine Macht erhält, weil ich dachte, dieses Modell, was er vertritt, das ist einfach ein Auslaufmodell, das wird nicht überleben. Also ich war der festen Überzeugung, dieser kleine Mensch, ja, also der war tatsächlich vom Wuchs her etwas klein und hat uns warten lassen und so Insignien der Macht, über die ich damals schon schmunzeln musste. Und dann, wir haben auf Russisch diskutiert, nicht wissend, dass er perfekt Deutsch sprach. Aber das finde ich tatsächlich also es drängt sich mir dieser Ausdruck des Rollback auf, also dass ein solcher Persönlichkeitstyp dann wieder so eine Macht erlangt in unserer heutigen Zeit. Ich habe gedacht, zivilisatorisch würde das geradliniger sich weiterentwickeln, aber offensichtlich müssen wir Schleifen drehen. Ich hoffe, es bleibt eine Aufwärtsspirale. Hast du das Gefühl, dass damit auch ein Teil der Aufgabe, die der DRA sich gestellt hat, gescheitert ist? Nein, ich bin deprimiert über den Lauf der Geschichte. Ich bin nicht deprimiert über das, was der DRA gemacht hat, weil im Gegenteil ist es ja eigentlich so, dass der DRA heute notwendiger ist denn je. Also damals konnten wir diese Tür quasi betreten und uns freuen und da durchtanzen. Heute müssen wir wieder irgendwelche Zettelchen durchschieben und versuchen irgendwo mit Winken und Signalen und sowas zu arbeiten, weil wir gar nicht mehr durch diese Tür dürfen. Also insofern sind wir nicht gescheitert, sondern wir haben Strukturen gebaut, die nicht kaputt gehen werden, weil sie nämlich auf persönlichen Beziehungen basieren. Und das ist das Wichtige. Also es basiert nicht auf so wie die Wirtschaft arbeitet. Ja, die basiert auf Abnahmemärkte und irgendwie so. Und wenn das futsch geht, dann geht es futsch. Diese Vertriebsleute, die sind ganz schnell woanders dann. Aber wir haben keine Vertriebsleute, wir haben Partner, wir haben Menschen, die an die Sache glauben und die gehen ja nicht verloren. Das ist das, was mich ein Verbot von Memorial irgendwie wieder verkraften lässt, wo ich so denke, ach, damals haben die schon mit einem Schmunzeln gesagt, na, wenn die das verbieten, wir haben noch das und wir machen das und wir können das. Also da gibt es so eine lange Tradition und das ist das, was auch das Faszinierende an Russland ist, dass sich kein Zar einbilden muss, dass er wirklich dieses Land regiert. Das ist eigentlich fast ein Schlusswort. Aber ich verstehe es so, dass du nicht glaubst, dass die Transformation schon zu Ende ist und dass sie sozusagen einfach nur die Schleife jetzt zu so einem Kreis sich fügt und wir wieder da sind, wo die Sowjetunion schon mal waren. Was glaubst du, wie es weitergehen kann, was dafür jetzt wichtig ist? Also ein bisschen vielleicht uns der Wurzeln wieder klar werden, als es schwierig war zu sehen und dann irgendwie man warten musste, bis es aufgeht und bis man ernten kann. Also dass wir quasi diese Art zu arbeiten, wie es damals mit den Dissidenten stattgefunden hat. Und Lev Kopelev hatte das einmal für uns, den hatte ich jetzt vergessen, den ich kurz vor seinem Tode noch getroffen habe, der auch Beirat bei uns war. Der hat uns als Volksdiplomaten tituliert, was ich eine Auszeichnung weit, weit höher als irgendein Orden von irgendeinem Staat sehen würde, wenn ein Mensch wie Lev Kopelev sagt, ihr seid die Volksdiplomaten, tut das. Also wer Lev Kopelev nicht kennt, der sollte seine Geschichte mal einfach kurz nachvollziehen, wie er zwischen den verschiedenen Fronten immer hin und her und dabei eine Menschlichkeit ausgebildet hat, die ihn wirklich zu einer Ikone gemacht hat in den Wirren des Staatlichen und Politischen. Und zu diesen Wurzeln zurückkehren, zu dieser Volksdiplomatie, dass man Menschen und Menschen zusammenbringt und sich nicht kirre machen lässt von den Dingen, die sich irgendwie der Staat und die Menschen, die auf Uniformen und auf Waffen setzen, das, was die sich da ausdenken. Also wir können da auch eine eigene Kultur begründen, eine eigene Diplomatie begründen. Und das ist meine Hoffnung, dass wir in dieser Menschlichkeit weiter an unserer Saat arbeiten.
Ist das dann genug in einer Situation, wo tatsächlich, wie es scheint, unmittelbar Krieg auch droht und wieder möglich ist und sogar auch schon seit Jahren läuft? Wahrscheinlich ist es notwendig, dass man sich darauf besinnt, damit man nicht die vom Gegner vorgelegten Waffen benutzt. Also man würde ja auch eskalieren. Man kann auch mit Worten eskalieren. Man kann drohen. Man kann sich dagegen stellen. Und befördert dann, ohne dass man es will, eine spannungsreiche Situation. Und ich will nicht das, aber vielleicht einfach, um die Richtung deutlich zu machen. Gandhi hat nicht Waffen konstruiert, sondern er hat Menschen im Herzen mobilisiert. Rudi, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir sehr für diese Erzählung und Offenheit. Ich danke dir auch dafür, dass du das damals angefangen hast, in einer auch schwierigen Zeit, aber wo man Türen durchschreiten konnte. Ich glaube, dass wir das immer weitergeführt haben, Menschen auch zusammenzubringen und dass wir es bewusst auch ausgeweitet haben auf die anderen Länder Mittel- und Osteuropas und auch überhaupt in einem gesamteuropäischen Kontext. Wir säen weiter und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Ganz vielen Ja, Dank. vielleicht darf ich noch einen Dank aussprechen, weil es so schön ist, das zu sehen, was daraus geworden ist, was die vielen Menschen, die sich da jetzt weiter engagiert haben, daraus gemacht haben und wie das weiter kultiviert worden ist, was du auch persönlich an politischen Pointierungen reingebracht hast. Und dafür möchte ich mich gerne bedanken. Also auch vielleicht stellvertretend für diese Gründergeneration, die damals etwas angefangen hat. Und was jetzt so aufgenommen worden ist, das ist eine ganz schöne Nachhaltigkeit, die da geschaffen worden ist. Vielen Dank. Wir werden uns weiter engagieren und vielen Dank. Danke.